Hallo liebe Aquarellfreunde! Heute ist die Aquarellwerkstatt noch einmal auf Motivsuche in Lüneburg unterwegs. In der Schlägertwiete baue ich meine Staffelei auf. Wir haben ein schönes Abendlicht hier in einer Gasse in Lüneburg und ich möchte zum Thema Licht und Schatten ein kleines Häusermotiv für euch malen und freue mich, wenn es euch Spaß macht. Hier in meinem Skizzenbuch habe ich die Tonwertskizze schon vorbereitet. Das ist immer ein wichtiger erster Schritt für ein Aquarell, dass ich mir überlege, wie sollen meine Tonwerte, also Licht und Dunkelheit, auf dem Papier verteilt werden. Jetzt kommt die Sonne gerade wieder, wir sehen also schön in dem Haus am Ende der Gasse sammelt sich das Licht. Ja, das werde ich hier versuchen mit sehr viel Wasser anzulegen, nachher mit der Farbe. Dann haben wir hier kompositorisch eine ganz schöne Sache, nämlich so eine U-förmige Einrahmung der Helligkeit. Hier kommt eine Figur, die werde ich etwas heller gestalten, noch als Bildeintritt in das Bild hinein. Ich fange an mit dem Himmel und Kobaltblau. Ziemlich kräftig, um den Tonwert im Gegensatz zum Weißen Haus schon etwas stärker zu setzen. Das Dach wird an die noch feuchte Himmelsfarbe mit Cadmiumrot angefügt. Schön ist, wenn das Blau etwas in das Rot hineinläuft. Mit sehr viel Wasser und einer Spur Ocker, Blau und kühlem Rot male ich das helle Haus. Die Farben sollten dabei variieren und auch das Hausdach darf etwas in den Farbauftrag hineinlaufen. Nach unten hin wird es ein wenig kräftiger und dunkler. Das braune Haus auf der linken und nachher schattigen Seite bekommt eine Untermalung aus lichtem Ocker. Etwas Lasurorange kommt mit hinein, um nachher unter dem Schatten schön warm zu leuchten. Auch hier wird es zum Boden hin dunkler und einige Pinselstriche schaffen Verbindung zum hellen Haus in der Mitte. Das Gebäude auf der rechten Seite möchte ich etwas dunkler malen, als es in Wirklichkeit ist, um das Leuchten auf dem weißen Haus im Hintergrund noch besser einzufangen. Also arbeite ich mit einer leichten Mischung aus Ultramarin und Alizarin. Nach unten hin wärme ich mit Sienna gebrannt etwas an. Variation ist bei so großen Flächen immer sehr wichtig. Die Obstkisten im Gemüseladen an der Ecke werden mit ein paar lockeren Pinselstrichen nur angedeutet und die Figuren nicht zu genau ummalt. Auf der linken Seite möchte ich unter dem warmen Haus nachher einen kühlen Schatten haben. Diesen bereite ich hier schon vor. Auf der Straße arbeite ich leuchtend mit lichter Ocker und auf der rechten Seite wärmer mit Sienna gebrannt. Die Figuren bleiben hell und werden nur leicht angefeuchtet, damit keine harten Ränder entstehen. Nun muss das Bild in die Sonne zum Trocknen. Oh je, meine ganzen Requisiten werden abgebaut. Das kann passieren, wenn man Plein Air malt, dass sich die ganze Situation ändert. Schaut mal, da bauen sie den Schirm jetzt ab und machen Feierabend. Aber wir wissen ja, wie es aussah und auf der Skizze habe ich es ja drauf. Das Bild ist nun trocken und ich starte mit den dunklen Tonwerten. Mit viel Wasser und viel Pigment im oberen Bereich und etwas weniger Wasser im unteren Bereich male ich das linke Haus.
Für Pergola und Schirm mische ich etwas Kobalt-Türkis dazu und für die Dunkelheiten in den Obstkisten etwas Neutraltinte. So sieht es jetzt hier aus, alles leer und aufgeräumt. Aber das ist für mich gar nicht schlecht, jetzt kann ich ganz locker und abstrakt arbeiten, ohne zu sehr am nicht vorhandenen Vorbild zu kleben. Die Schatten unter dem Hausdach setze ich mit sehr trockenen Pinselstrichen in die noch nasse Fläche. Jetzt male ich die Schatten im hellen Gebäude. Hier arbeite ich mit Variationen der immer gleichen Mischung aus Ultramarin, Alizarin, Karmesin und Sienna gebrannt. Auch das Haus rechts bekommt jetzt den zweiten Farbauftrag. Unter dem kräftigen Strich für den Dachüberstand geht es mit wärmeren Tönen auf der Hauswand weiter. Solange wie die Farbe noch feucht ist, möchte ich die Verbindung zu den Schatten auf der Straße setzen. Hier arbeite ich links mit Ultramarin und rechts mit etwas mehr Sienna gebrannt in der Mischung. Bei dem von mir sehr geschätzten englischen Aquarellkollegen Tim Wilmot hörte ich neulich den Satz: In dem jetzigen Stadium sieht das Bild aus wie ein Great Disaster. Das finde ich sehr lustig und treffend. Durch den lockeren und wässrigen Farbauftrag und die entschiedenen Tonwerte sollte jetzt das Bild wirklich nicht ausgemalt aussehen. Die Detailarbeit kommt jetzt. Und erst dann holen wir auch das realistische Abbild zurück. Versprochen. Um meine vordere Figur hier schön leuchten zu lassen, ummale ich sie mit einer kräftigen Mischung aus Neutraltinte und Ultramarin. Auch die zweite Tür und die Fenster und einige Detaillinien werden jetzt gemalt. Dafür nutze ich auch den trockenen Pinsel. Das heißt, es ist kein Wasser mehr im Pinsel und er fährt sehr schnell und trocken über das Papier, so entstehen diese durchbrochenen Linien. Jetzt arbeite ich die Figuren aus und bringe ein bisschen Leben auf die Straße. Ein Schild mit Lavendelblau und die Laternen sind noch nette kleine Details und machen Spaß. Nun zum Schluss noch einige kleine weiße Highlights mit Titanweiß aus der Tube und eine Sonnenbrille für den Hauptprotagonisten.
So, mein Bild ist fertig, jetzt ist Feierabend. Nächste Woche melde ich mich wieder aus dem Atelier in Kiel. Mein Stipendium geht zu Ende. Schön war es hier in Lüneburg und euch danke ich wieder fürs Zuschauen.